Hallo ihr Lieben! In diesem Video zeige ich euch, wie ich auf einer Gelly Plate male. Ganz frei und intuitiv, lasst euch überraschen. Unter meine 12×14 Inches Gelpress Platte habe ich ein weißes Blatt gelegt, damit ich die aufgetragenen Farben besser beurteilen kann. Für diese Technik wähle ich nur widerstandsfähiges Papier, wie zum Beispiel Aquarellpapier oder solches, welches ich mit Gesso selbst grundiert habe. Bei anderem Papier besteht die Gefahr, dass es beim Abziehen reißt. Meine Farben bringe ich mit verschiedenen Pinseln auf und ich achte darauf, dass diese nicht zu dick aufgetragen sind. Ihr seht, ich arbeite hier sehr frei und abstrakt. So baue ich das Bild langsam auf. Ich versuche, die Farben nicht zu sehr ineinander zu mischen. Um das zu verhindern, kann ich auch zwischendurch die Farbe einfach trocknen lassen. Hierbei muss man auch beachten, dass alles, was man zuerst malt, später im Vordergrund zu sehen ist. Es ist also ein bisschen wie bei der Hinterglasmalerei. Das, was zum Schluss gemalt wird, geht in den Hintergrund. Nun muss ich meine Malerei so lange trocknen lassen, bis die Oberfläche einigermaßen trocken ist. Man kann das auch mit einem kalten Föhn machen. Mit einer Gummiwalze bringe ich nun die Hintergrundfarbe, in diesem Fall ein Elfenbeinweiß, auf. Man braucht dazu nur eine sehr dünne Farbschicht. Mein Papier ist größer als die Druckplatte. Wer es genau mag, kann sich unter die Platte ein Papier derselben Größe legen. Das Ganze gründlich, aber vorsichtig anreiben. Ihr seht, dass hier das Papier nicht alle Farbschichten abgenommen hat. Doch das ist der besondere Reiz. Das Bild wirkt so sehr zart und die Strukturen sind durchbrochen. Das erinnert mich ein bisschen an japanische oder chinesische Malerei. Die restliche Farbe versuche ich mit einer weiteren Schicht transparentem Acrylbinder abzulösen. Mal sehen, ob das klappt. Hier ist der Abdruck etwas verschwommen, die Konturen sind verwischt, aber auch das hat seinen Reiz. Die restlichen Farben entferne ich mit etwas Wasser und einem Lappen von der Platte.
Mein zweites Bild gestalte ich mit den gleichen Farben, bleibe aber nun vollkommen abstrakt und lasse meiner Intuition freien Lauf. Damit diese Linien erhalten bleiben, föhne ich sie mit kalter Luft oberflächentrocken. Diese Farbreste nehme ich nun mit einer etwas stärker getönten Hintergrundschicht hoffentlich ab. Okay, da werde ich vielleicht noch weiter dran arbeiten können. Hier seht ihr alle meine Ergebnisse von heute. Die Zweit- und Drittabdrucke sind jetzt nicht so differenziert, aber vielleicht lassen die sich noch weiter ausarbeiten. Hier, das ist mein erster. Der bleibt so. Ja, diese beiden gefallen mir am besten. Der braucht auch noch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr holt nochmal eure Gelly Plate raus und startet sofort mit einer intuitiven Malerei. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.